Ist das hier der beste Duft 2025? Noch ist das Jahr nicht um, aber was der hier bringt, ich habe es ja schon in meinem letzten Top 10 Video erzählt, da habe ich ihn kurz vorgestellt. Ich habe gesagt, der bekommt von mir ein Einzelreview, weil es ist ein Muss. Für mich bis jetzt der beste Duft 2025. Ja, der Patrino. Yes, und wollt ihr mehr wissen, dann bleibt ihr einfach dran hier. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance auch aus Hamburg. Ja. Ach ja, so schaut es aus. Nein, jetzt kommen wir zum Duft. Patrino, ja. Warum ist das für mich der beste Duft 2025? Weil im Moment ist es halt egal, ob im Nischenbereich, im Designerbereich oder eventuell auch bei den günstigen Düften, dass alles irgendwie ein bisschen ähnlich ist. So, was ja auch gar kein Problem ist, weil es gibt zigtausende, 100.000 Düfte und inzwischen hat man einfach Alternativen zu den Alternativen und wieder eine Alternative und wieder eine Alternative. Und das im Nischenbereich, im Designerbereich und auch bei den günstigen. Natürlich bei den günstigen und vor allen Dingen im Designerbereich fällt es extrem auf. Traurig auf einer Hinsicht. Da weiß man ja gar nichts. Im Nischenbereich ist das immer noch, und es hält sich so ein bisschen die Waage, aber trotzdem habe ich ja einiges, oder wo ich immer sage, das kenne ich doch schon mal, das habe ich schon mal irgendwo gerochen. Und gerade ich, der das über 30 Jahre diese Leidenschaft hat, viele Marken, die aktuell jetzt was rausbringen, denken, das hat man noch nie gerochen. Doch, ich ja, in den 90ern zum Beispiel. Und viele denken oder bedenken das nicht, dass es Menschen gibt, die dort auch schon Düfte hatten. Ne? Ja, aber hier ist es nicht so. Vielleicht mag das sein, dass ich die DNA nicht habe. Und es mag auch sein, dass es diesen Duft bestimmt auch ähnlich irgendwo gibt. Ich aber, und in meiner Riesensammlung oder das, was ich bis jetzt überall gerochen habe, irgendwie nicht. Dieses ganze Zusammenspiel bei diesem Duft ist für mich mal wieder richtig interessant, genial, perfekt, schon fast meisterlich wirklich zusammengefügt. Weil ihr habt ja, wenn ihr lossprüht, Amaretto. So, und dann schwarze Johannisbeere. Und das schon, diese Süße durch den Amaretto und die schwarze Johannisbeere, genial. Das ist wirklich top. Dann habt ihr Bergamotte, die im Background auch gleich wahrnehmbar ist, diese frische Kick. Wie gesagt, dann Amaretto und schwarze Johannisbeere. Und das ist, was soll ich sagen, genial. Und dann kommt gleich, wenn ich mich nicht ganz täusche, sogar in der Kopfnote der Rum. Obwohl, egal, ich glaube in der Kopfnote stimmt, aber egal, ob wenn er in der Basisnote oder Herznote, ich nehme ihn auf jeden Fall, nimmt man es mal gleich wahr. Es gibt immer, für die neuen zum Beispiel, es gibt ja auch immer neue auf meinem Kanal. Ne? Cool, dass ihr da seid. Fakt ist, es gibt eine Kopfnote, das ist das, was ihr am Anfang ausspricht, dann kommt eine Herznote, was dann so nach 20 Minuten einsetzt, beziehungsweise bei manchen Düften schneller, bei manchen Düften auch später, und dann kommt die Basisnote, der Dry-Down, der nach Stunden da ist. Man hat aber trotzdem immer so, wenn man aufspricht, in der Kopfnote auch im Endeffekt schon manchmal die anderen Noten, die dann irgendwie in der Basisnote kommen. Und so habe ich das. Und Rum, Amaretto, klingt irgendwie weihnachtlich, aber das ist gar nicht so. Ich finde, ja, das ist ein schwerer Duft. Ich bin aber so frei, dass ich den aktuell sogar jetzt trage. Vielleicht geht das nicht. Was heißt geht nicht? Wir kommen immer wieder darauf zurück, dass man früher Chorus, Job Om getragen hat, auch bei 40 Grad. Da hatten wir noch 40 Grad und nicht nur ein paar Tage, sondern wir hatten Sommer, die 3 Monate warm, heiß waren. Das gibt's ja alles nicht mehr. So, und deswegen ist das eigentlich für mich eine Latte. Tragt den, wann ihr wollt. Auf jeden Fall, ihr habt schöne Süße, nicht übertrieben. Dann eine Fruchtigkeit und dann auf einmal eine Fruchtigkeit von der Frische, von der Bergamotte und dann Rum, das bisschen, ja, minimal Schafe, das ist auch schon ein bisschen strange, das auszudrücken. Und genial, absolut genial. Dann kommt Amber, Patchouli-Blüte. Also Patchouli grundsätzlich, es ist Patchouli-Blüte, Patchouli, ne, es ist wow, und der Amber und dann das alles, das hört sich doch schon für mich schon, wo ich das gelesen habe, habe ich gesagt, der kann eigentlich nur geil werden oder er wird komplett versaut. Ne? Und
ich feiere den nicht, weil da oben Werbung steht, sondern weil der absolut endlich mal was richtig Geniales ist. Das habe ich auch schon in meinem Top 10 Video gesagt. Und ich meine, es riecht jetzt hier, ist ein sehr starker Duft, da kommen wir auch gleich zu. Und ja, man merkt natürlich auch die Sospero DNA, die ist auch im Background, die kann ich euch jetzt nicht weg. Das ist immer eine leichte Fruchtigkeit, die ihr einfach, jeder hatte so sein Merkmal und das ist die von Sospero, die DNA hat man auch hier, aber die ist so ein Background, also überhaupt die Düfte. Ich habe ja einige, hier stehen auch noch welche, ich mag sie. Sie haben einen eigenen Twist, auch wenn sie manchmal in manchen Richtungen gehen, die ihr kennt, aber immer noch ein bisschen anders und verfeinert und besser, finde ich, ne? So, und ja, das ist schon ein sehr nicer Duft, der geil ist. Also ich finde ihn richtig nice, schon beim Aussprühen bombastisch. Dann kommt noch ein bisschen Sandelholz dazu, das verfeinert das und Laptamun. Und also dieses ganze Spiel ist lecker, meisterlich. Ich habe es ja eben schon erwähnt, absolut was perfekt ausbalanciert. Für mich, ich habe ja wie gesagt einige Düfte, ist es für mich der beste dieser Brand bis jetzt. Und ich finde alle wirklich gut. Ne? Also die da stehen, hier sind auch noch 5, sorry, wirklich genial. Aber das hier, wow, kann ich nur sagen. Ich kann wirklich nur sagen, wow. Und wenn ihr den testet, natürlich ist das Geschmackssache, aber wenn ihr den testet, werden bestimmt, ich liege ja immer ganz gut eigentlich, ohne anzugeben, aber 90% sagen, Doc, du hast recht. Deswegen testet den bitte. Wollt ihr einen richtig geilen Duft haben? Ich habe den noch nicht bewertet, aber auch der wird, glaube ich, mal wieder hoch bewertet. Ja. Und da weiß ich noch nicht was, ob das wirklich sogar eine 10 ist. Also eine 9,5 definitiv. Und nicht nur in der Kopfnote. Jetzt kommen wir überhaupt im ganzen gesamten Verlauf, bleibt das genial. Und das an die oder sogar über 10 Stunden. Mit einer richtig guten Sillage, die ersten 3 Stunden ist es präsent. Also der powert durch, der ist genial. Und wenn der hier liegt, die DNA, es ist so lecker. Es ist so lecker. Dann muss ich noch dazu sagen, ich möchte das gleich mal euch aus den Mund nehmen, oder wie man es schön sagt. Weil auch von so einer bestimmten Seite ist der mit Zeiteffekt ähnlich. Das ist ja inzwischen ähnlich. Früher hieß es ja, Zwilling. Ein Glück steht da ähnlich. Ne? Das hatte ich immer schon bemängelt früher. Und vielleicht wurde es auch deswegen geändert, weil Ähnlichkeit ist immer noch anders, als wenn man sagt, es ist ein Duftzwilling etc. Also Zeiteffekt. Nein, finde ich nicht. Also in meiner Nase hat der nichts mit Zeiteffekt zu tun. Vielleicht irgendwie das Süße im Hintergrund, aber dann könnte man viele Düfte nehmen. Also, nee, das finde ich nicht. Ne? Ich habe Zeiteffekt und also nicht wirklich. Also, ja, auf der bestimmten Seite haben manche ja auch keine Ahnung, was für eine Nase. Da wird ja, was weiß ich, was verglichen. Da riechen Leute ja Job Om mit, keine Ahnung mit welchen, am besten CK1 oder so. Also, ne, whatever. Aber das ist nur wirklich, finde ich, ne. Aber jede Nase ist anders. Auf jeden Fall, der ist top. Den holt euch mal oder beziehungsweise versucht den mal irgendwo zu testen oder eine Probe zu organisieren. Auf jeden Fall ein sehr genialer Duft. Für mich ein Meisterwerk. Ob ich den jetzt eine 9,5 gebe oder eine 10, werden wir noch sehen. Das ist aber ein Meisterwerk. Obwohl man jetzt sagen könnte, eigentlich nur ein 10 Meisterwerk, aber eine 9,5 von 10, ja. Ne? Aber ich weiß es noch nicht. Er kratzt an der 10, weil ich habe ihn jetzt auch getragen öfters und ich muss sagen, genial. Und über den ganzen Verlauf. Aber jetzt ist auch gut. Ihr sollt den auf jeden Fall testen. Das ist auf jeden Fall Fakt, dass ihr das machen müsst. So, dann bin ich raus. Grüße gerne raus an meine Mitglieder. Schön, dass ihr mal dabei seid. Und dann sehen wir uns bald wieder. Also reinhauen, Freunde.